Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mal live zur Abwechslung für euch aus dem Studio. Morgen geht es wieder auf Tour. Abgesehen davon, dass ich wieder Sachen auf den Boden schmeiße, lasst uns die Themen durcharbeiten. Und zwar ein Thema ist natürlich die Defender 23, die ihre Schatten vorauswirft. Dann haben wir den Airbus A220 Neo. Habe ich ja auf der AIX von Airbus den Walkthrough gesehen, was geändert wird. Also es sind relativ coole Sachen. Eurowings Discover spielt mit einem IFE. Da sagt er natürlich, hey, das ist ja gar nicht so toll. Doch, es ist toll, weil es um 320er geht. Weiter geht es um einen Dealzone-Deal von SAS aus Deutschland oder sogar aus Österreich nach Nordamerika. New York in dem Falle für 1.599 € in der Business Class anfangen. IHG und die Mr. und Mrs. Smith Partnerschaft geht zu Ende, weil Hyatt gekauft hat. Was passiert mit euren Buchungen, die ihr bei IHG getätigt habt? Weiter geht es dann mit einem Gerichtsurteil vom EuGH. Da geht es um die Rückholflüge aus den, ja, was soll man sagen, was sind das für Gebiete gewesen? Das war während der Pandemie, als die Flüge eingestellt worden sind, Neuseeland und so weiter. Österreicher haben hier geklagt, da schauen wir mal, was passiert ist. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch mir eure Liebe zu geben, nicht nur wie Lufthansa die Liebe euch geben soll. Kanal abonnieren habe ich ja gesagt, aber kommentiert unten, ganz wichtig, und Kanalmitgliedschaft. Wer dieses T-Shirt haben will, wir werden jetzt demnächst die erste Runde machen, werden sie zum Frankfurter Stammtisch mitbringen, für alle, die zum Allegris-Event zum Beispiel kommen. Die finale Version wird nächste Woche auch fertig sein. Dann können wir direkt Vollgas geben und mit dieser Edition 1 durchstarten. Air Defender 2023 und die wirft ihre Schatten voraus. Die Air Defender sagen die einen, da passiert gar nichts, die anderen sagen, das stört den Flugverkehr. Wir werden sehen, wer recht hat, ob die DFS recht hat, ob die Fluggesellschaften recht haben oder aber ob vielleicht die Bundeswehr recht hat und sagt, nee, da passiert nichts. Aber zwei Dinge solltet ihr euch einmal merken. Wenn es zu Verspätungen kommt, sagt man, müssen die Fluggesellschaften haften, weil die Air Defender keine Ausnahmegenehmigung bekommt, in Anführungsstrichen als ein unabwehrbares Ereignis, also ein Force Majeure. Und das andere ist, wenn ihr über dem Himmel irgendwo schaut und ihr seid in einer dieser Zonen und es macht einen Knall, dann war es ein Jet, der auf Überschall geht. Also das heißt, diesen Knall solltet ihr vielleicht diese Woche hören. Am Freitag sind die ersten F-16 gestartet, die haben jetzt ihre Aufwärmflüge gemacht, gucken auch, wie die Lufträume so sind und machen sich ein bisschen mit der Lage hier vertraut. Das heißt also, wenn man sich das anguckt, wo das ist, dann ist das natürlich beim Luftwaffengeschwader 51 Immelmann im schleswig-holsteinischen Jagel. Und da sind 25 Nationen bereit. Ich habe ja alles für euch an Zahlen schon runtergerasselt, was es gibt. Dauert 10 Tage. Nächste Woche geht es richtig los. 3 Luftraumkorridore sind hauptsächlich gesperrt in Norddeutschland, also quasi Baltische See. Dann haben wir in Süddeutschland und dazwischen auch. Die Übung wird aus Deutschland heraus geleitet. Deshalb haben wir in Deutschland diese Flugverbotszonen, die nur mehrere Stunden aktiv sein sollen, so 2 oder 3. Man weiß es nicht ganz so genau. Aber um euch nochmal zu erklären, worum es geht darum, um den Verteidigungsfall zu üben. Heißt also, wir sind in Deutschland angegriffen worden, wir haben den NATO 5, glaube ich, der Paragraphen gezogen. Heißt also, dass man uns beisteht und dann wird die Truppenverlegung nach Estland und nach Rumänien geübt. Spannende Geschichte. Was gibt es noch zu sagen? Locker bleiben, in der Lounge sitzen bleiben, hoffen, dass das alles kein Problem wird. Was kein Problem ist, ist für Airbus den A220er zu verkaufen. Ich habe die Geschichten von euch gehört, oder von euch in Person nicht, aber von vielen, die gesagt haben, warum haben die bei Airbus den Bombardier C100er oder C300er gekauft? Passt doch gar nicht. Airbus hat das Ding genommen und man hat wirklich viele Modifikationen schon vorgenommen und jetzt geht die nächste Stufe, einen A220 Neo daraus zu basteln. Man möchte wesentlich mehr Reichweite bekommen, deshalb werden die Triebwerke geändert. Liebtriebwerke heißt also nicht unbedingt, dass die Triebwerke jetzt drunter schlecht sind, aber Liebtriebwerke sind besser. Auch mehr Sitze, man will den also auch verlängern. Und jetzt kommt es.
Man wird die Kabine auch mit dem neuen Kabinenprodukt versehen, und zwar mit der sogenannten Airspace Cabin, die also wesentlich mehr Headspace im Englischen, Kopfraum gibt. Heißt also gerade für Leute wie mich, die mit ihrem Kopf sehr hoch und weit oben sind, durchaus viele Vorteile haben, wenn da mehr Platz ist. Ende Mai ist es halt so gewesen, dass man die Scheißhausparole hatte, dass man A220-500 bringen wollte. Wie ich aber berichtet hatte, hat es sich ja da mit dem Pariser Airshow so nicht wirklich bewahrheitet. Das kommt nicht. Also man möchte da so ein bisschen den Wind rausnehmen. Es gilt aber auf jeden Fall, einen Stretch zu machen mit 170 Plätzen. Ist ja auch logisch, das Flugzeug weiterzuentwickeln und auch näher ranzubringen an die 320er Serie. Auch die Reichweite soll besser werden, dass die Flüge zwischen der Ost- und Westküste ermöglicht werden in den USA. Gibt hier auch übrigens 2 Werke, eins davon ist in Mobile, Alabama, das andere ist natürlich Mirabel, wo Bombardier herkam und kommt. Das ist ja das, was die gekauft haben. Triebwerksfrage ist auch ein wichtiges Thema, denn die Pratt & Whitney 1500G Triebwerke sind Getriebetriebwerk von Pratt & Whitney und die haben technische Schwächen. Heißt also, dass man die Wartungsintervalle verkürzen muss und Ersatzteile auch eigentlich von Anfang an im Programm schon ein Problem waren. Aber man möchte jetzt CFM reinholen in das Programm. Heißt also, dass man die Liebtriebwerke anbietet. Man sieht sich diese Triebwerksoptionen an, um da halt wirklich mehr zu schaffen. Bis 2025 will man übrigens von 6 Flugzeugen im Monat auf 14 Flugzeuge pro Monat anheben und hochgehen. Mit dem 220-500er ist man zwar an der Grenze des 320 Neo, wenn es um Kapazitäten und so weiter geht, aber der 320er ist so ein erfolgreiches Modell und man rundet ja das 320er Angebot mit der 321 LR und mit der zukünftigen 321 XLR nach oben ab. Heißt also, da ist wesentlich mehr Luft für die ganzen Flugzeuge zu verkaufen. Das heißt also, eine Fluggesellschaft, die die 320er fliegt, wird nicht auf den 220er gehen und umgekehrt eher schon, wenn man die Flotte erweitert. Air Baltic ist ja auch im Gespräch, dass man dort 30 neue Flugzeuge, dann sollten die sogar 80 Stück fast haben. Krasse Nummer. Und die liebäugeln ja auch mit dem 321 XLR, um von Riga eventuell nach Nordamerika zu fliegen. Spannende Geschichte. Also das würde die Preise relativ drücken, wenn man aus Deutschland über Riga dann nach New York oder Boston kommen würde. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich finde es eine tolle Idee. Dann hat man aber auch viel auf der AIX, auf der Aircraft Interior Expo in Hamburg, an der Kabine gezeigt. Und da muss ich ganz einfach sagen, dass Ingo von Airbus auch sehr viel Wert auf die Airspace-Kabinen gelegt hat, als er die Pressetour gemacht hat. Es gibt die sogenannten XL-Bins. XXL wäre ein bisschen zu viel des Guten. Und diese Bins sind Bins, die eine Klappe haben, die nach oben geht. Heißt also, so wie ihr aus dem 320er das kennt. Wenn ihr jetzt mal so rekapituliert, wenn ihr die 320er verlasst und in die 220er geht, dann habt ihr ja die Bins, wenn ihr die aufzieht, dass die nach unten weggehen. Ich habe ganz vergessen, wie das Design heißt. Heißt also, dass man das Gepäck wesentlich einfacher reinbekommt, weil es diese Kante nicht gibt. Und das andere ist, es passt wesentlich mehr rein. Ihr kennt zum Beispiel diese Klappen, die nach unten gehen bei der 777 ist das, glaube ich, so, bei der 350 ist das, glaube ich, auch so. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt von Diehl diese Airspace XL Bins hat und diese sind wesentlich leichter, aber auch wesentlich größer von der Kapazität. Das heißt also, man kann rein theoretisch wesentlich mehr Gepäck reinbekommen und ihr wisst auch, dass das Leichte einen Einfluss auf den Verbrauch hat, wie wir ja gelernt haben. 1 Kilogramm Gewicht reicht für 100 Liter pro Jahr, was ein Flugzeug da spart. Und wenn das mehrere Tausende von Tonnen sind, ist das natürlich fast geschenkt. Die Bins werden ab 2025 auch ein Retrofit sein. Heißt also, wenn die Lufthansa bei der Swiss die 220er mit diesen Bins ausstatten möchte, ist es so, dass es kein Problem ist, denn es würden 19 Taschen IATA-Size mehr reinpassen. 19. Und das ist doch mal eine krasse Zahl, die ich finde, die es wert macht, das zu nennen. Auch, dass man oben wesentlich mehr Platz hat, ist auch ein Vorteil. Müsste man übrigens bei dem Retrofit dann machen, weil die Kabinendecke erneuert wird.
ist in meinen Augen wesentlich geiler. Und man hat natürlich auch nochmal das Gewicht reduziert. Es sind 300 Pfund, heißt also ein Pfund sind glaube ich 450 Gramm, wenn ich das richtig gerechnet habe. Dann können wir ja einfach mal sagen, dass wir das Ganze durch 2 teilen, 150, 10% runter. Dann wisst ihr ja, wenn man bei 130 Kilo ist, dass man dort dann wesentlich spritsparender unterwegs ist als vorher. Damit zahlt sich das Ganze von alleine. Hier könnt ihr dann auch nochmal die Frage des Tages beachten. Was haltet ihr von der Airspace Cabin? Was haltet ihr von dieser Lichtshow, die bei dem 220er übrigens auch dann erhältlich sein wird, dass man zum Beispiel Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, aber auch die Zeiten simulieren kann, dass die innere Uhr weniger Jetlag hat. Wichtig ist natürlich zu sagen, man hat jetzt nicht die ganzen Flüge, wo man da stundenlang unterwegs ist, aber nichtsdestotrotz, wenn man 6 Stunden von Dubai hochfliegt und man fliegt nachts los und kommt morgens an, ist es natürlich wesentlich schöner, da wach zu werden, anstatt da knallhart nur das Licht an- und auszumachen. Ich erinnere mich an die Zeiten im Flugzeug, wenn Essen fassen war, im A300 oder im 310er, ding, Licht an und du denkst so, oh Gott, ich werde hier komplett verstrahlt. Jetzt ist es ja so, dass man ja fast zärtlich von dem Licht umhüllt wird und dann geweckt wird und denkt, man ist in den Bergen oder wo auch immer welches Programm eingestellt wird. Bin ich gespannt auf eure Meinung, ob ihr diese Space Cabin oder Airspace Cabin, wie es bei Airbus richtig heißt, mögt oder ob ihr sagt, nee, Kabine nicht wichtig, Licht nicht wichtig, alles für mich unwichtig, ich will von A nach B kommen. Sagt Bescheid, kommentiert unten, schreibt, was ihr davon haltet. Jetzt ist der Moment, wo ihr Kommentare schreiben müsst und Likes geben. Wichtig an dieser Stelle haben wir natürlich auch ein Thema, das Eurowings Discover betrifft. Und zwar ist es so, Eurowings Discover ist ja jetzt nicht unbedingt eine Fluggesellschaft, die man als Premium-Airline wahrnimmt. Aber man möchte bei Eurowings Discover jetzt auch ein Entertainment installieren. Im Moment ist es erstmal ein Test, der war ja auch angekündigt im 320er, dass man dort von der Firma Aerena das komplette Onboard-System herstellt, eine IT-Plattform, die Internet und so weiter alles bringt. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man gerade über sein In-Flight-Entertainment-System das Shopping machen kann. Heißt aber auch, dass man vielleicht Buy on Board machen kann, wenn man Essen bestellen möchte, Getränke bestellen möchte, über das System macht, vielleicht über das System sogar bezahlt und damit dann das einfach dann nur noch geliefert kriegt. Quasi, ihr wisst ja, Uber Eats, aber in der Luft. Wäre eine interessante Geschichte in meinen Augen. Und man muss gucken, ob dieser eine Airbus A320, der mit dem Entertainment-System ausgestattet werden soll, im Testlauf sich dann durchsetzt. Wir als Kunden haben daran Interesse, dass so etwas funktioniert. Ich muss euch immer wieder sagen, ehrlicherweise, dass diese, wie soll ich sagen, Monitore ja eher auf dem Rückzug sind. Ich selber bin ein großer Fan, mich entweder mit meinem Notebook in der Business Class zu vergnügen, wo ich Platz habe, oder mein iPad zu nehmen und mein eigenes Programm zu machen, weil viele Dinge für mich personalisiert sind. Dann gucke ich eine Serie oder lade auch Dinge aus YouTube runter, habe extra dafür einen Premium-Account bei YouTube, um dann die Sachen zu schauen. Oder ich arbeite an meinen eigenen Themen, Texten und so weiter. Deshalb ist das für mich jetzt nicht unbedingt so wichtig bei einem 320er. Aber keep in mind, auch mit einem 320er werdet ihr über kurz oder lang lange Strecken fliegen. Heißt also, ihr fliegt 6-7 Stunden in so einer Bude durch die Gegend. Dann macht das für den einen oder anderen natürlich durchaus Sinn. In dem Testlauf, den die ja in Amerika gemacht haben, wenn man sich das anguckt, da hat man ja die Bildschirme ausgebaut. Wer waren das? War das United und American, die jetzt aber wieder sagen, nee, wir bauen die wieder ein. Hot und dann geht das weiter. Ich glaube aber auch, dass man gucken sollte, ob die Lufthansa dieses IFE, In-Flight Entertainment System, wirklich einbaut. Und die Frage ist, warum bauen die das bei einer Eurowings ein und nicht bei der Premium-Mutter? Fragen über Fragen, auch hier eure Antwort erwünscht. Ganz wichtig. Unten kommentieren. Auch liken. Like. Ich weiß nicht, warum ich heute so für Likes betteln muss. Das ist ja relativ schlimm mit euch. Dann haben wir aus der Pandemie noch ein bisschen Rückstau gehabt vor Gerichten.
heißt also die Rückholflüge. Da gab es für einige Leute ein böses Aufwachen, zum Beispiel als es einen der letzten 380er Flüge vor der Pandemie gab, als man über Bangkok, glaube ich, war das, oder Singapur nach Deutschland zurückgekommen ist, in Auckland übrigens abgeholt, und da hat der Staat zugeschlagen und gesagt, hey, du musst 500 Euro zahlen oder das ist die Summe, die du bezahlen musst. Und bei diesen staatlichen Rückholaktionen ist es so, dass es jetzt EU-Gerichte gibt, die Rückholkosten nicht den Airlines zuschreiben. Ja, ganz genau. Wichtig ist, dass diese staatlich organisierten Flüge Charterflüge sind. Das heißt also, es sind keine Linienflüge und so weiter. Das sind dann Sachen, die eigene Rechtssituationen haben. Und die EuGH-Richter wiesen daraufhin in ihrem Urteil hin, dass es kein gewerblicher Flug ist. Denn gewerbliche Flüge fielen in der EU unter eine Rechtsvorschrift über Fluggastrechte und dort ist festgelegt, in welchen Fällen man als Passagier Anspruch auf Entschädigung hat. Diese Entschädigung ist aber nicht für diesen Fall zuzuschreiben, weil man bei dem staatlich organisierten Rückflug halt wirklich keinen gewerblichen Flug hat. Klingt komisch, ist auch komisch. Geklagt hatte nämlich ein österreichisches Ehepaar, dessen Rückflug von Mauritius nach Wien zu Beginn der Pandemie im März 2020 gestrichen wurde, und sie wurden von einem sogenannten staatlich organisierten, nicht gewerblichen Flug nach Hause gebracht, der von ihrem österreichischen Außenministerium organisiert wurde. Die Eheleute mussten 500 Euro pro Person zahlen, was ehrlicherweise auch relativ überschaubar von den Kosten ist, muss ich auch sagen an dieser Stelle. Aber was sie störte ist, sie sind mit derselben Fluggesellschaft zur gleichen Uhrzeit zurückgebracht worden wie ihr ursprünglich gebuchter Flug. Solche Zufälle muss es einfach mal geben, und deshalb, da wäre ich wahrscheinlich auch etwas pisst gewesen, wenn ich gesagt hätte, um 15 Uhr morgen mein Flug fällt aus, aber wenn ich um 15 Uhr morgen nach Hause fliege, muss ich 500 Euro zahlen, weil das Ding von meinem Staat gechartert worden ist. Diese 1000 Euro will das Ehepaar verständlicherweise zurückhaben, aber das EuGH, nein, gibt es nicht. Interessant ist es noch, auch in Deutschland haben wir ja auch viele Leute. Wir haben in Deutschland ab Mitte März 67.000 Menschen mit rund 270 Charterflügen nach Deutschland zurückgeholt, weltweit. Und das hat die Bundesrepublik Deutschland 95 Millionen Euro gekostet. Viele Touristen haben natürlich dann geklagt und haben gesagt, nee, den Eigenanteil will ich nicht bezahlen. Man möchte das zurückhaben, und das Verwaltungsgericht Berlin hat immer wieder zugunsten der Bundesregierung geurteilt. Das heißt, dass man einen Teil der Kosten zurückverlangen durfte. Ihr könnt ja einfach mal ausrechnen, 95 Millionen geteilt durch 67.000 Menschen, dann wisst ihr ja ungefähr, wie viel jeder gezahlt hat. Die Touristen gingen in die Berufung, und Berlin-Brandenburg sagt, dass man noch mehr als 25 dieser Fälle vor Ort hat. Und ich glaube, dass dieses EuGH-Urteil denen natürlich dann leider nicht zum Vorteil gereicht. Der Bund hat immer noch 1200 Fälle. 1 Million Euro sind offen, um ganz genau zu sein 1,03 Millionen. Und der DRV weist darauf hin, dass Pauschaltouristen, die den deutschen Reiseanbietern oder bei deutschen Reiseanbietern gebucht hatten, auf deren Kosten zurückgeholt seien. Also das heißt, wer Pauschalreisen macht, ist natürlich immer sicherer gestellt. Aber ich bin kein Pauschalreisetyp, muss ich euch ehrlicherweise gestehen, weil bin ich zu individuell, weiß ich nicht. Vielleicht noch zu jung, vielleicht nicht alt genug, deshalb. Aber bis Anfang April 2020 wurden auch mehr als 250.000 Pauschalreisende nach Hause geholt. Damit seht ihr, das System hat funktioniert, aber irgendjemand muss die Show bezahlen. Ich finde es schwierig, aber das ist halt das Risiko, wenn man eine Reise tut. Ne? Also das ist einfach so. Und ich sehe gerade, Sven hat es auch für mich ausgerechnet. Deshalb kann ich euch das auch nochmal sagen. Wenn man 1.477 Euro, 1.417,91 Euro hat als Person und nur 500 zahlen muss, dann ist man noch relativ gut weggekommen. Also insofern, aber das ist jetzt in Deutschland mit dem österreichischen Preis. Ich glaube, in Deutschland waren die Preise ähnlich, was da geholt worden ist. Deshalb haben wir als Bundesbürger, die wir Steuer zahlen, oder die ihr Steuern zahlt, ich lebe ja nicht im Bundesgebiet, ist es so, haben alle auch die Gemeinschaft bezahlt. Aber ich glaube, das gehört zum allgemeinen Lebensrisiko irgendwie. Also das ist schwierig. Aber nun gut, schaut gleich in die Kommentarspalten rein. Wenn wir die Themen bearbeiten, dann werden wir da auch weiter
kommentieren. Danke Sven nochmal dafür. Dann haben wir noch die IHG-Frage, die wir beantworten müssen. Und zwar kam die Frage auf, man hat bei Mr. und Mrs. Smith, einer unabhängigen Hotelkette, die locker mit IHG affiliated war, wenn man das so schön sagen möchte, oder eine exklusive Partnerschaft hatten, die dann jetzt aber von Hyatt aufgekauft worden sind. Und jetzt ist es so, dass IHG gesagt hat, ja, man möchte die jetzigen Buchungen trotzdem anerkennen und sagen, dass wenn man die als IHG-Member gebucht hat, dann bekommt man trotzdem die Punkte, trotzdem die Qualifying Nights und es kann aber nicht mehr gebucht werden auf der IHG-Plattform. Ich finde, das ist eine coole Geschichte, weil normalerweise ist es so, wenn ein Hotel ausgeflaggt wird oder wenn ein Hotel die Kette verlässt und man dann noch Buchungen hat, heißt es immer, ja, wir honern das. Das heißt also, ihr könnt zu dem alten Preis übernachten, aber ihr habt keine Statusvorteile mehr, ihr habt keine Punkte, ihr habt kein gar nichts. Deshalb raten wir in solchen Fällen immer stornieren, woanders hingehen. Aber in dem Fall ist es doch zu den Gunsten des IHG-Mitgliedern oder der IHG-Mitglieder sehr gut gelöst worden und positiv gelöst worden, dass IHG das gemacht hat. Ich glaube, dass diese exklusive Partnerschaft natürlich jetzt nicht mehr exklusiv ist. Ich warte auf den Tag, wenn es bei Hyatt buchbar ist. Für uns gibt es dann neben den Lindner Hotels nochmal mehr Hotels, aus denen wir raussuchen dürfen. Und für alle, die bei Hyatt sammeln werden, ist natürlich eine interessante Frage, ob man dann nicht einfach umswitchen kann. Und ich schätze, wenn man beim Hotel gebucht hat, kann man ja sagen, hey, ich möchte bei Hyatt, sofern sie dann schon zu Hyatt assimiliert sind oder wie das heißen mag, dass man das dann schreiben kann. Also ganz wichtig an dieser Stelle, dass es eine positive Sache ist. Jetzt schauen wir uns nochmal den Dealzone-Deal an. Da habe ich euch auch etwas vorbereitet, damit ihr da auch dann wisst, wo ihr sparen könnt. Heute haben wir aus Österreich oder aus Deutschland über Kopenhagen, zum Beispiel geht auch über Stockholm und geht auch Göteborg, glaube ich, mit der SAS nach Newark. Und wir haben hier das Bild, da habt ihr es auch schon, da seht ihr es. Ich habe euch das mal ausgerechnet, über Frankfurt nach Newark, über Kopenhagen hin und zurück, 8.579 Meilen, 8.825, wenn man aus Wien fliegen würde. Ihr seht auch lustig, wie das hier auf der Karte ist. Ding, 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 ding. Und nach Newark rüber geflogen. Jetzt fragt ihr euch, Buchungsklasse SJ, was gibt es noch zu beachten? Zu beachten gibt es natürlich bei dem Dealzone-Deal, dass der Mindestaufenthalt bei der ganzen Sache 3 Tage ist oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Man muss dann wirklich gucken, dass die Buchungsklasse J eigentlich eine coole Buchungsklasse ist. Aufenthalte kosten extra, wenn ihr in Kopenhagen oder in Stockholm einen Aufenthalt machen wollt. Und was gibt es noch zu sagen? Wie viele Meilen gibt es? Die gebe ich euch direkt hier. Da seht ihr das in der J-Klasse, ist aber dasselbe mit Wien, weil es feste Meilen sind. Bei der SAS, da seht ihr das schon mit der, ich gehe glaube ich, soll ich hier gucken? Bleibt er da? Ja. So, da habt ihr mich besser. Dann störe ich nicht das Bild. 17.212 bei Air China, India 17.112, genau wie bei TAP. Bei Lufthansa sind es 14.070, bei Avianca 13.070 wie bei Aegean Copa Türkisch. Egypt hat 12.834, 11.570 sind es bei der Virgin und so weiter. Dann seht ihr das, wie es hier weitergeht. 3.000 Meilen gibt es nur bei der SAS. Kann ich nicht ganz so glauben, müsste man noch mal gucken, weil es ja Business Class ist. Etihad hat 1.264 und natürlich wie immer, es ist doch schön, wenn wir eine Konstante im Leben haben. In dem Fall ist die Konstante, sind die Freunde von Air New Zealand, 0 Punkte. So, wir haben heute wirklich im Schweinsgalopp alles wieder durchgearbeitet. 25 Minuten, ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange wieder reden muss, damit ich eure Likes bekomme. Like den Kanal jetzt, meine Freunde der gepflegten Gastigkeit, es hilft wirklich mir und euch. Dann Frage des Tages. Kommen wir zur Frage des Tages. Und zwar die Frage des Tages ist eine ganz einfache, und zwar, wie mögt ihr die Airspace-Kabine? Wie findet ihr diese? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn?
umbauen zu lassen, einen Retrofit zu machen, was alles möglich ist. Kostet natürlich Geld. Fühlt ihr euch in der Kabine wohler? Einfach von dem Gefühl her, wenn ihr die 320er seht, da habt ihr ja die alte Kabine oder aber auch die neuen Kabinen im Airspace Look. Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist schön vom Entree her oder nicht? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir können auch direkt auf eure Fragen und Kommentare aus der Sendung eingehen, dass wir euch damit dann verarzten, was ihr sagt und was ihr denkt. Die Zeiten eingetragen und dann geht das auch schon los. Hallo Tore, hallo Stadtbär, hallo Jörg, hallo Sven, hallo Frank. Doch, es gibt eine Übersicht, wo die üben, über welche Gebiete. Wir hatten das übrigens auch mal gepostet. Ich hatte das ja auch in der Sendung erwähnt. Ich müsste jetzt mal schauen, in welcher Sendung ich das gemacht habe. Aber ich kann nichtsdestotrotz, die Karte einmal rüberziehen. Hier ist sie. Und dann größer machen. Da seht ihr das. Die Übungslofträume Nord, Süd und Ost. Und dann mit täglichen Missionen, mit Hin- und Rückflügen einmal nach Rumänien und dann nach Estland. Da seht ihr es nochmal auf der Karte schön vermerkt. So, dann, wo habe ich das denn jetzt? Jetzt jetzt habe ich gerade natürlich das Fenster, zack, da ist es weg, was dort über den Overlay gemacht und konnte ihn nicht wegkriegen. So. Jetzt gucken wir weiter. Jörg findet Airspace toll. Auch das mit dem Licht, das ist für mich ein Wohlfühlfaktor. Das heißt also, du magst auch Bio-Sauna, wo die Lichter dann angehen und so weiter und so fort. Ich persönlich finde das in der Sauna nicht so hübsch, aber was soll ich sagen? In der Kabine schon. Ups, das T-Shirt ist der Hammer. Was für eine geile Botschaft. Mögen sich die Lufthanseaten hören. Ja, du kannst auch das T-Shirt käuflich erwerben. Die Rufnummer, da kannst du mir eine WhatsApp-Nachricht schicken und dann kannst du dein persönliches Exemplar erwerben. Wir werden in der Erstserie mal gucken, was wir machen und dann werden wir es vielleicht dauerhaft in unserem Merch-Shop anbieten. Qualität hat Sven kontrolliert beim Stammtisch in Hamburg und er kann ja gleich mal schreiben, was er dazu findet, ob er die Qualität gut findet. Dann, ich habe seit 3 Jahren einen Lichtwecker, der morgens den Sonnenaufgang simuliert und seitdem wache ich viel entspannter auf, glaube auf der Langstrecke sehr gut ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich selber würde mir das jetzt zu Hause nicht so wünschen, da habe ich lieber so den Sonnenschein. Aber was willst du machen im Sommer? In Finnland geht die Sonne ja teilweise gar nicht unter. Also ist das quasi tagsüber schlafen. Nochmal danke für die und Jörg ist komplett geflasht. Dann Stadtbär, Kabine sieht auf dem Foto gut aus. Ja, Urs, das muss ich dir sagen, die Kabine sieht auch toll aus. Ich war ja in dem Mock-up, also ist schon wesentlich mehr Raumgefühl drin, wenn ich das mit meinen Flügen vergleiche. Besonders gefällt mir die 2 Dreibusstuhlen, die ist für mich wichtiger. Lichtshow scheint wohl dem artgerecht wohl. Es ist für das possierliche Tierchen Mensch eine artgerechte Haltung, die man damit simulieren möchte. Ja, ist wie bei den Legehennen. Man muss das Leben der Passagiere und Patienten besser machen. Ja, also, wobei die 2.3 liegt an dem Rumpf. Ne? Also ob das jetzt 2.3 oder ist natürlich schwierig. Was ich gut finde, ist halt wirklich, wenn man in der Business Class sitzt und man hat in 2, dann hat man wirklich die Reihe für sich alleine. Ist natürlich schon angenehmer, muss man ehrlicherweise sagen. Ein Arbeitskollege wurde nach 4 Wochen aus Lima zurückgeholt und hat 650 zahlen dürfen, was wir ja festgestellt haben bei 1400 durchaus auch okay ist als Preis. Wer von euch kann nach Lima für 650 € fliegen? Das möchte ich sehen als One-Way-Ticket. Dann Sven, da zeigt sich wieder einmal das Hyatt zu den besten Hotelketten. Das ist eine tolle Lösung. Wie steht's mit Kimpton? Wann werden die Ja, Kimpton, vor allem bin ich dann mal gespannt, ob das Kimpton-Passwort, wenn es dann übernommen, vielleicht bei allen Hyatts gibt, dass du dann, wenn du bei Hyatt eincheckst, Rosenwasser. Ich weiß nicht, was die Parole ist. Ich hatte sie euch hier letztens genannt für den Sommer, ich habe es schon wieder verdrängt, weil je nach Hotel war das zweifelhaft das Ergebnis
was man bekommen hat. Ja. Aber Parken ist schon toll gewesen. Gerne, Jörg, für Kanalmitglieder machen wir alles. So, und Sven, danke nochmal. The quality of the shirt is very good. Das beruhigt mich. Wir haben die höchste Pflegestufe für das T-Shirt genommen, hätte ich fast gesagt. Ja, schön, dass wir uns hier wieder durchgearbeitet haben. Ich danke euch, dass ihr heute Abend bei Frequent Traveler TV wart. Halbe Stunde haben wir durchgehalten, halbe Stunde habt ihr durchgehalten. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, eine Nachricht zu schicken, wenn ihr das T-Shirt wollt, die Kanalmitgliedschaft zu machen, damit ihr beim T-Shirt eventuell auch Rabatt haben könnt. Und wir sehen uns morgen in Alter und Frische. Vielleicht von draußen. Ich muss mal gucken, was ich in Helsinki machen werde. Also bis dann, danke und jetzt bin ich raus. Bis dann. Tschüss.